Sofern wir nicht bewusst die Entscheidung getroffen haben, als Eremit zu leben, sind wir im Grunde permanent in Beziehung. Wir sind in Beziehung zuallererst zu uns selbst und natürlich auch zu den anderen, zur Welt als Ganzes. Wie wir das befrieden und harmonisieren können, darum geht es aus meiner Sicht in dieser Zeit des Wandels. Im heutigen Video möchte ich anknüpfen an die Botschaft aus der geistigen Welt, die ich am letzten Samstag auf meinem Kanal veröffentlicht habe, wo es um das Thema Krieg und Frieden im Innen wie im Außen, im kleinen wie im größeren Maßstab ging. Wir alle werden geboren in ein Umfeld, das für uns hilfreich ist. Selbst wenn uns dieses Hilfreiche mitunter sehr fragwürdig vorkommt, da wir merkwürdige Dinge schon als kleine Kinder erleben und im frühen Kindesalter unsere frühkindlichen Beschlüsse fassen darüber, was wir zu halten haben von uns selbst, von den anderen und von der Welt als großes Ganzes. Und diese frühkindlichen Beschlüsse haben dann später jede Menge Auswirkungen auf unser Beziehungsleben, auf unsere Beziehungsmuster, die wir daraus ableiten und entwickeln. Und leider Gottes oft erst sehr spät, im späteren Lebensalter überhaupt bereit sind zu hinterfragen und vor allem dann zu heilen. Während meiner Coach-Ausbildung vor 25 Jahren habe ich angefangen, mich mit diesen Beziehungsmustern, die ich bei mir entdecken konnte, tiefer zu befassen. Und durch die ganzen Beziehungen, die ich in dieser Zeit danach hatte, zu Partnern, zur Herkunftsfamilie, zu meinen Kindern, zu Freunden, zu Kollegen, sind mir natürlich bestimmte Dinge, was mein Beziehungsverhalten anging, immer wieder um die Ohren geflogen. Und irgendwann habe ich auch begriffen, dass ich nicht das Opfer von wem auch immer bin, sondern dass die anderen, die Außenwelt, mir im Grunde nur als Spiegel dient oder als Projektionsfläche. Das heißt, wir alle sind in der Situation, begreifen zu dürfen, dass das Außen, also die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, im Grunde, und Robert Betz nennt sie liebevoll die Arschengel, im Grunde nur etwas in uns ansprechen und etwas uns aufzeigen, was wir in uns selbst heilen dürfen. Diesen Heilungsprozess darf jeder für sich durchschreiten. Niemand wird es für dich tun, solange wir selbst verharren. Ich nenne es immer im vertrauten Elend, also in dem, dass wir uns immer wieder im Kreis drehen und immer wieder die gleichen Beziehungsmuster leben und gespiegelt bekommen, da wird es nicht besser werden. Ich selbst habe vor 20 Jahren etwa Familienstellen mitgemacht bei einem sehr guten Therapeuten, der direkt bei Bert Hellinger gelernt hatte und dadurch meine Beziehung zu meiner Mutter klären können. Und vor einigen Jahren habe ich mir, ja, so albern es vielleicht auch aussieht, ich bin so ein haptischer Typ, dieses Symbol für mein inneres Kind gekauft, gefiel mir total gut. Und im Fall der Fälle rede ich mit dieser Puppe als meinem inneren Kind, um das in die Heilung zu bringen. Das heißt, wenn du dich getriggert fühlst, dann zeigt dir das einfach nur deine Baustelle an und nicht die Baustelle des anderen. Der hat so seine Prozesse. Niemand
kann einen anderen ändern, sofern er nicht selbst bereit ist, etwas in sich zu ändern. Und es ist eine gute Idee, dir eine einzige Frage zu stellen, wenn du dich getriggert fühlst. Was ist mein Anteil daran? Und mit dieser Frage gehst du tief in dein Herz, gehst du in die Stille und meditierst darüber. Wie meditieren geht, verlinke ich gern nochmal am Ende dieses Videos für dich. Antworten, die in dir entstehen und die dann an die Oberfläche kommen, helfen dir, die Aspekte in dir zu erkennen und auch in die Heilung zu bringen, die künftig solche triggernden Situationen oder Menschen in deinem Leben reduzieren. Du wirst dich besser fühlen, sicherer in dir verankert und besser in deinen inneren Frieden kommen. Und sofern du im inneren Frieden mit dir bist, strahlst du das natürlich auch nach außen aus. Und manche Menschen werden aus deinem Umfeld wie von Geisterhand verschwinden und für andere wirst du vielleicht sowas wie ein Symbol, dass es möglich ist, etwas genau an diesen Dingen zu ändern und friedvoller mit dir selbst und mit anderen zu werden. 2016 habe ich für mich beschlossen, ein Experiment zu starten, das nennt sich Selbstcoaching, und zwar für 10 Jahre. Das heißt, noch dieses und nächstes Jahr werde ich keinerlei Coaches aus Fleisch und Blut für mich engagieren. So zumindest der Plan. Inwieweit ich den am Ende durchhalte, bis zum Ende, weiß ich nicht. Aber aus diesem Selbstcoaching-Prozess und meinen Erfahrungen als Coach in den vielen Jahren zuvor ist mein Büchlein Wie Selbstcoaching gelingt entstanden und ein begleitendes Tagebuch, das Minuten-Tagebuch für spirituelle Alltagshelden. Diese beiden Bücher verlinke ich unten drunter für dich, wenn du denkst, dass es für dich hilfreich sein kann. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen Inspiration und Anregung gegeben. Ich wünsche uns allen einen hilfreichen Heilungsprozess, ob mit oder ohne externe Unterstützung. Wünsche dir nur das Beste auf deinem Weg und sage jetzt erstmal bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.